Ja, hallo und willkommen. Wir werden heute diese zwei Blendstempel herstellen. Die Blendstempel bestehen aus Alu und sind Abfallstücke von meinem CNC-Hersteller, der mir das freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Der Griff bzw. die Griffe stammen von Amazon und nennen sich Feilenhefte und sind, wie es der Name schon vermuten lässt, für Feilen gedacht. In diese Hefte oder Griffe habe ich dann eine M8 Gewindestange eingeklebt. Und wie sowas hergestellt wird, schauen wir uns hier jetzt an. Als erstes spannen wir einen Präzisionsschraubstock auf die Nutenplatte. Dann werden vom Rohteil die Kanten etwas entgradet. Wir spannen und vermessen das erste Werkzeug, einen 6 mm Einschneider. Als allererstes planen wir die ganze Oberfläche und gehen dann nahtlos in eine Adaptive Clearing Operation. Okay, das erste Werkzeug hat seinen Dienst getan, deswegen das zweite Werkzeug, ein 2 mm Einschneider. Das kleinste Werkzeug kann trotz Rohteilaufmaß die Konturen besser ausarbeiten. Das endgültige Finish erfolgt mit dem Abfahren dieser Kontur. Das dritte und letzte Werkzeug, ein 30 Grad Gravierstichel. Mit dem Gravierstichel mache ich dann auch gleich eine schöne Phase. Es ist gut geworden. Ist bis hierher irgendjemandem ein Fehler aufgefallen? Mir nicht. Mit Schleifpapier, einer Anreißnadel und einer Nylonbürste wird die Oberfläche ganz leicht bearbeitet. Anschließend wird die Mittellinie angerissen, gekörnert und dann aufgebaut auf 6,8 mm, um ein M8 Gewinde zu schneiden. Gewinde ist geschnitten, wird nun eingeschraubt
und das erste Mal Probe gestempelt. Noch bin ich sehr zufrieden. Genau hier ist mein Fehler aufgefallen. Ich habe vergessen, die Schrift zu spiegeln. Hier das Bild der Schande. Ja gut, ich sag mal, das kann ja mal passieren. Oder zweimal. Dann müssen wir es halt nochmal machen. Und wieder dasselbe Spiel. Die Oberfläche wird ganz leicht mit Schleifpapier und einer Nylonbürste bearbeitet. So, das Gewinde ist hier schon geschnitten. Nun wird aufgeschraubt und getestet. Also, das sieht doch schon viel besser aus. Kommen wir zum zweiten Stempel. Es ist das gleiche Werkzeug wie vom ersten Stempel, ein 6 mm Einschneider. Und wie auch beim ersten Stempel wird erstmal geplant und geht dann nahtlos in die Adaptive Clearing Operation. Ich habe hier den Wert für die seitliche Zustellung etwas zu hoch gewählt, deswegen fährt der Fräser doch etwas heftig ins Material, aber ich glaube, das verzeiht er mir. Bei diesem Stempel wollte ich mal wissen, was besser aussieht, das Gleichlauf- oder Gegenlauffräsen. Das kann man jetzt hier schön sehen und später wird es noch beschriftet, damit man sieht, was ist. Das zweite Werkzeug, ein 1/8 Zoll Schaftfräser. Ein 45 Grad Gravierstichel von eBay. Das Besondere an diesem Fräser ist seine Spitze, denn die ist flach und hat eine Breite von 0,3 mm. Hier habe ich es übrigens gleich richtig gemacht. Und hier kann man auch schön den Unterschied zwischen dem Gegenlauf- und Gleichlauffräsen sehen. Und so sieht es fertig aus. Okay, kommen wir nun zur Fusion. Natürlich müssen wir das Ganze erstmal konstruieren. Ich führe euch mal durch meine Zeitleiste. Und zwar, natürlich erstellen wir erstmal eine Skizze, dann den Körper drauf,
wieder eine Skizze. Da wird das Ganze so ein bisschen bemaßt, also meinem Rohteil entsprechend angepasst. Dann habe ich eine Skizze erstellt mit dem Hashtag als Schrift und ebenfalls extrudiert. So, da ich auch das Mittelstück brauche, habe ich auch das hier extrudiert. Also wirklich nichts Wildes, sondern wirkliche Basics. Und vielleicht wird es jetzt besonders, wieder eine neue Skizze erstellt auf dem Hashtag und habe dann mit der Funktion Versatz einen 0,5 mm Versatz hinzugefügt, weil ich das einfach ein bisschen breiter haben wollte. So, als nächstes die Schrift. Und das ist natürlich jetzt der falsche Stempel. Also so hätte er nicht sein dürfen, beziehungsweise ist ja der erste Stempel, den ich weggeschmissen habe. Dann passe ich das wieder ein wenig an. So, hier mache ich noch so ein paar Rundungen dran. Entsprechend dem 1/8 Zoll, dem 2 mm Schaftfräser. Und ab hier beginnt jetzt die Korrektur. Also ich habe hier einfach den Körper, also ich nenne es mal die Trägerplatte, von unten weggemacht. Und einfach hier oben drauf, also ich springe nochmal zurück. So war es vorher, die Trägerplatte, also quasi unter dem Hashtag. Und jetzt habe ich es aufs Hashtag drauf gemacht. Und dadurch ist die Schrift quasi wie gespiegelt. Wie ich es dann später mit der Schrift mache, zeige ich in der Fertigung. Ja, dann mache ich noch meinen Datumsstempel und das war schon die ganze Konstruktion. Also ich habe dafür wirklich vielleicht 10 Minuten gebraucht. Das war wirklich nichts Wildes. Und deswegen gehen wir gleich in die Fertigung. Ja, die Fertigung. Natürlich starten wir hier mit so einem Setup, aber ich glaube, das muss ich nicht weiter erklären. Ich gehe nur auf diese Operation hier ein. Als allererstes planen wir natürlich mit einem 6 mm Schaftfräser, Einschneider, Stirn ohne Freischliff. Freischliff erkläre ich später. Auf die Schnittwerte gehe ich jetzt nicht ein. Ich berechne das alles in meiner Excel-Liste und hier habe ich solche Vorlagen erstellt. Und tatsächlich schaffe ich nur noch nach diesen Vorlagen, also die ich mir vorab angelegt habe, und die passen sehr gut, muss ich sagen. Okay, als Geometrie habe ich nichts ausgewählt. Höhe 00. Ich meine, hier habe ich auch nichts verändert. Die Werte stammen alle aus der Excel-Liste. Und ich meine hier auch nicht mehr, das ist schon etwas länger her. Und so wird dann geplant. Als nächstes eine Tasche. Ich meine in dem Video erwähnt zu haben Adaptive Clearing, aber es war doch eine Tasche. Wieso ich mich jetzt für Tasche entschieden habe, kann ich gar nicht mehr sagen. Vielleicht war das einfach nur verklickt. Also vielleicht hätte ich heute auch die Adaptive genommen. Dasselbe Werkzeug. Als Geometrie sage ich hier diese Fläche. Das Rohteilkontur muss man auswählen, erkläre ich gleich später wieso. Wieder Endhöhe 00. Bei den Durchgängen, die Werte stammen aus der Excel-Liste und hier Tiefenschnitte 1 mm. Und ein Rohteilaufmaß von 0,2 mm. Und standardmäßig mache ich hier den Glättungsfilter und die Vorschuboptimierung rein. So, wieso die Rohteilkontur und nichts? Weil man nur dann das hier auswählen kann. Materialeinfahrt außerhalb vom Rohteil. Das geht nur, wenn man das hier auswählt. Und dann sieht das, ich versuche mal eine Ansicht, ja. Und dann sieht das genau so aus, außerhalb vom Rohteil. Das heißt, er nimmt hier schon gut was weg. Damit das nächste Werkzeug, ein 2 mm Schaftfräser, Einschneider, Stirn mit Freischliff. Freischliff. Was bedeutet Freischliff? Genau. Also ich habe ja hier einen 2 mm Schaftfräser. Und das Besondere, diesen Wert kann man hier eigentlich gar nicht eingeben. Der hat hier unten ja einen Durchmesser von 2 mm. Mein Schaft ist 6 mm dick. Und dieser Bereich hier, also der Durchmesser in diesem Bereich zwischen Schneide und Schaft, das ist dieser Freischliff. Und der beträgt bei mir 1,8 mm. Das heißt, dieser Durchmesser ist etwas kleiner und erlaubt mir einfach tiefer einzutauchen als diese 6,5 mm.
Finde ich toll. Also diese Freischliff-Fräser finde ich einfach genial. Ich hätte gern mehr, wenn ich ehrlich bin. Okay. Voreinstellung. KA, keine Ahnung. Das habe ich aus der Hüfte geschossen. Ich habe einfach keine Lust gehabt, da irgendwas zu rechnen tatsächlich. Mir fällt es auch erst jetzt auf, dass ich da nichts vorgegeben habe. Vielleicht wollte ich nur mal kurz was gucken und ist wie es ist. 1000 mm die Minute. Ich glaube, das sind alles Standardwerte. Mich wundert, dass es so gut gepasst hat. Aber gut. Geometrie. Diese Fläche. Und hier habe ich als Restmaterialbearbeitung die 6 mm eingegeben, nämlich der Durchmesser von der vorherigen Operation. Zu der Restmaterialbearbeitung muss ich sagen, habe ich echt ein Problem, denn ich kapiere es nicht. Ich kapiere einfach nicht, was man hier eingeben muss. Ich habe hier schon in einem Forum einen Post aufgemacht, und zwar habe ich genau meinen Fall beschrieben. Ich habe hier einen Schaftfräser mit einem Schneidradius von 5 mm und ich verstehe einfach nicht, wie das alles zusammenwirkt. Leider kriege ich einfach keine Antwort. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich spiele einfach hier mit diesen Werten so lange, bis es passt. Schade. Ich finde es aber wirklich bedauerlich. Also ich verstehe einfach nicht, wie diese Werte hier aus Werkzeugdurchmesser, minimaler Schneidradius und Rohteilaufmaß, wie die zusammenwirken. Deswegen, wie gesagt, probieren, bis es passt, und dann lasse ich den Wert einfach stehen. So bestimme ich die Restmaterialbearbeitung. Wenn irgendjemand kapiert, wie das hier funktioniert, also bitte. Okay, Höhe sage ich hier 0,0. Bei den Durchgängen Querzustellung 2 mm und hier habe ich eine Tiefenzustellung von 0,5 mm definiert. Ich muss dazu sagen, es hätte auch ein bisschen mehr sein können, aber ja, warum nicht? Und als Rohteilaufmaß sage ich hier die 0,2 mm radial und wieder mein Glättungsfilter für Vorschuboptimierung. Und hier meine ich, habe ich gar nichts verändert. Und das sieht dann so aus. So, dasselbe Werkzeug, eine Kontur ohne Rohteilaufmaß, aber mit einem tiefen Schnitt, damit einfach die Fläche perfekt aussieht. Ja, also guckt euch an, wenn ihr irgendwelche Werte braucht. Gravieren. Ich muss jetzt gerade mal schauen. Ach ja, genau. Gravieren habe ich diese Schrift ausgewählt, die eigentlich zwischen dem Hashtag und der Trägerplatte ist. Und gesagt, und jetzt muss man höllisch aufpassen, Modell oberste Höhe, Modell Oberkante, und die Endhöhe ist Modell Oberkante minus 3 mm. Ist ja eigentlich Quatsch, denn so tief taucht er nicht ein, aber er darf 3 mm tief eintauchen. Achso, Entschuldigung, es war genau 31 Grad Gravierstichel. Ich habe hier Voreinstellung Holz weich genommen. Hätte man Alu nehmen können. Naja. Genau, Tiefenschnitte 0,2 mm. Und das sieht dann so aus. Dann graviere ich die Schrift und die Phase mit dem gleichen Werkzeug. Jetzt zeige ich Geometrie, das hier, Höhe unverändert und hier einfach die Phase 0,1, 0,5. Ich gebe zu, mit diesen Werten muss ich immer spielen, bis es passt. Also ich habe noch nicht ganz raus, wie die zwei funktionieren. Ich spiele so lange, bis ich einfach sage, okay, passt. Vielleicht werde ich irgendwann mal besser. Und hier habe ich, glaube ich, wieder nichts verändert. Und das sieht dann das war ein bisschen langsam so aus. Und das war's schon. Machen wir weiter mit dem anderen Stempel. Natürlich wieder mit der Konstruktion und einer Skizze. In der Timeline kann man es schon sehen, das ist die erste Position. Also einfach ein Rechteck gezogen, so eine Schrift
und das Ganze skaliert und positioniert. Also wirklich nichts Wildes. Wir schauen uns gerade von oben drauf. Ne, wir machen einfach mal weiter. Also danach erstellen wir so einen Körper, extrudieren das, jetzt ich sage mal von uns aus gesehen, nach oben, also in der Z-Achse nach oben. Die Schrift allerdings wird nach unten extrudiert. Und wenn man jetzt von unten drauf schaut, ist es so, wie es richtig sein soll, nämlich spiegelverkehrt. Kann man auch sehen, so sieht der Körper aus. Also wirklich nichts Wildes. Okay, ich springe jetzt mal durch. Das Ganze ist skaliert und angepasst, meinem Rohteil entsprechend. Und hier diese zwei Stufen zum späteren Gleich- und Gegenlauffräsen. Was es hiermit auf sich hat, erkläre ich in der Fertigung, denn da gehen wir jetzt hin, denn das war es jetzt schon. Ja, die Fertigung. Also, das gleiche Werkzeug wie in dem ersten Stempel, der 6 mm Einschneider, mit dem planen wir das Ganze. Und hier mache ich es richtig mit der Adaptive Clearing, aber ich habe einen Fehler gemacht, und zwar, wieso jetzt hier so einen Kreis macht, weiß ich jetzt nicht ganz, aber egal. Ich wollte eigentlich, dass er diese 3 Flächen hier wegfräst und dann später diese hier nochmal mit dieser kleinen Stufe nochmal im Gleich- und Gegenlauf fräsen. Also quasi, das soll der Schubdurchgang sein und später mache ich den Schlichtdurchgang. Das Problem ist nur, man kann das jetzt schon sehen, bei der Anfahrt fährt er voll ins Material. Das war nicht ganz der Plan, aber naja, das hätte man auch besser machen können. Ich glaube, so im Nachhinein hätte ich eher gesagt, mach einfach diese Geometrie und passe dann entsprechend meine Höhen an. Das wäre cleverer gewesen, aber man lernt ja stetig dazu. Okay, also das habe ich ausgewählt. Bei den Höhen sage ich Modell Oberkante minus 1,79, denn das hier ist meine Höhe, meine Schrifthöhe. Bei den Durchgängen sage ich Tiefenschnitt 10 mm. Das ist natürlich Quatsch. Ich glaube, ich wollte 1 mm eintragen. Hätten wir auch weglassen können, weil das macht ja keinen Unterschied. Und beim Rohteilaufmaß 0,534. Ein seltsamer Wert. Der kommt nämlich aus meiner Excel-Liste. In meiner Excel habe ich einen Inlay-Rechner gebaut. Mit dem kann man solche Inlays machen. Und den habe ich jetzt einfach mal ein bisschen zweckentfremdet, denn ich will hier bei meiner Schrift, will ich hier so eine Schräge haben. Das heißt, ich will etwas hinzufügen. Und das kann man genauso gut mit der Liste hier machen. Hier sieht man es hier schon, hinzugefügt. Ich habe hier eine Wandhöhe von 1,79 und muss jetzt mit dem Schaftfräser hier ranfahren. Und jetzt sagt mir die Excel, Aufmaß radial ohne Dreieck 0,534. Und das ist dieser Wert. Wie genau die Excel-Liste funktioniert, erkläre ich in einem anderen Video. Okay, also 0,534 bleibe ich weg von der Wand. Damit hier damit genug Material übrig bleibt, damit der Gravierer später so eine schöne Schräge dran machen kann. Ich glaube, ja, ich lasse es einfach mal unkommentiert. Okay, und hier kann man sehen, wieder das gleiche Werkzeug. Dieses Mal sage ich allerdings Gegenlauf. Also diese Fläche hier Gegenlauffräsen und diese Fläche hier im Gleichlauffräsen. Weil ich es einfach mal sehen wollte und ich dachte, das bietet sich hier an. Machen wir weiter. Jetzt mit meinem 1/8 Zoll Schaftfräser. Also die Darstellung ist etwas seltsam. Eigentlich müsste es so aussehen. Ja, jetzt rödelt er wieder ein bisschen. Keine Ahnung, wieso das so lang dauert. Ich glaube, in Fusion stimmt was nicht. Ganz toll. Okay, machen wir weiter. Ich habe Fusion komplett neu gestartet. Ich meine, hier sind wir ja stehen geblieben. Mein 1/8 Zoll Schaftfräser als Geometrie, also ich will das jetzt nicht nochmal machen, muss man diese Fläche hier auswählen.
Und Restmaterialbearbeitung 6 mm, sonst würde er ja wieder alles wegnehmen wollen. Als Höhe sage ich obere Höhe Rohteil Oberkante. Eigentlich hätte man auch Modell Oberkante nehmen können. Und als Endhöhe Modell Oberkante minus 1,79. Wieder diese Schrifthöhe, Schriftwandhöhe. Bei den Durchgängen Tiefenschnitt 0,8 mm und wieder dasselbe Rohteilaufmaß, denn das müssen wir ja beibehalten. Ja, ich glaube, hier ist nichts Erwähnenswertes. Okay, so sieht das aus. Und jetzt folgt noch ein 1,6 mm Schaftfräser. Ich glaube, den habe ich sogar vergessen zu erwähnen. Ja, genau, den habe ich vergessen. Okay, also dasselbe Spiel, es war einfach Copy-Paste. Und hier als Restmaterialbearbeitung 3,175. Unverändert. Hier bei Tiefenschnitte gehe ich runter auf 0,3. Ansonsten unverändert. Genau, und das sieht dann so aus. Jetzt wird es interessant. Es folgt der erwähnte eBay Frässtichel. Ich zeige den gerade mal. Holscher, Gravierer, Faserhase, ne, eBay. Da ist er 45 Grad. Und das ist das Besondere an diesem Stichel. Der hat hier unten diesen spitzen Durchmesser von 0,3. Das heißt, der läuft konisch zu und ist unten flach. Wenn ich ehrlich bin, sind die Fräser verdammt gut für das Geld. Ich bin echt begeistert. Alocus Excel als Voreinstellung. Das hat mir wie gesagt Excel ausgespuckt. Als Geometrie habe ich das ausgewählt und ganz wichtig, man muss hier die Außenkante einmal anwählen, weil sonst versteht er nicht, dass er hier die Außenkante gravieren soll und nicht die Innenkante. Klar, obere Höhe, Endhöhe, klar. Hier wieder und als Tiefenschnitte habe ich gesagt 0,359. Damit er das in ein paar Durchgänge macht. Das sieht dann so aus. Als nächstes eine Tasche. Und die Tasche mache ich mit dem Stichel. Weil, man kann es vielleicht schon, ne, das kann man nicht sehen. Also da bleiben so überall so ganz kleine Reste. Da ist der 1,6 mm Schaftfräser einfach nicht hingekommen. Und deswegen nutze ich den Gravierstichel mit seinen 0,3 mm mit dieser flachen Seite und tue noch die Reste hier einfach noch wegmachen. Hier hätte man eigentlich 1,6 mm hinschreiben können. Und Rohteilaufmaß habe ich mich für 0,741, ich meine, genau, das ist nämlich das hier. Wie gesagt, das erkläre ich in einem anderen Video, wie man diese Excel nutzt mit dem Inlays-Rechner. Rohteilaufmaß und eintauchen, genau, also alles nichts Wildes. So sieht es aus. Und zum Schluss mache ich noch hier diese kleine Schrift, die graviert wird, also für Gleich- und Gegenlauf. Ja, das war's schon. Das ist tatsächlich die ganze Fertigung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und sage bis zum nächsten Video. Ciao.